Also es darf ruhig auch Gemüse auf den Grill. Und ich muss sagen, ich finde das ja richtig lecker. Und wenn Fleisch, wie wäre es, wenn das dann nicht aus einem Mastbetrieb kommt, sondern direkt aus dem Wald? Wildfleisch soll gesund und nachhaltig sein. Aber stimmt das so überhaupt? Wir gehen auf die Jagd mit Katharina Koch in der Nähe von Calden in Nordhessen. Die 35-Jährige ist nicht nur Jägerin, sondern ist auch Metzgermeisterin und verarbeitet das Fleisch selbst. Ja, ich halte Wildfleisch natürlich für das beste Fleisch, was man bekommen kann, weil die Tiere leben hier draußen im Freien, ernähren sich ganz natürlich von allem, was sie finden, auf dem Feld, im Wald. Sie werden nicht transportiert, sie haben keinen Stress. Also ist eigentlich wunderbar, mehr Bio geht nicht. Wildtiere fressen, was die Natur ihnen bietet. Ein großer ökologischer Vorteil. Dämmerung, die Zeit, in der die Rehe rauskommen müssten. Katharina Koch macht ihr Gewehr bereit. Und nun? Schießt sie etwa mit Blei? Das ist doch giftig, oder? Ich schieße natürlich ausschließlich bleifrei, denn Blei belastet auch die Böden und stellt ein Gesundheitsrisiko dar. Und deshalb sollte man heute eigentlich darauf verzichten. Immer mehr Jägerinnen und Jäger stellen auf bleifrei um. In den kommenden Jahren soll Bleimunition sogar EU-weit verboten werden. Wird dennoch mit Blei geschossen, sind bis zu 5 Mahlzeiten pro Jahr unbedenklich, sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das gilt allerdings nicht für Schwangere und Kinder. Sie sollten jegliche Bleiaufnahme vermeiden. Inzwischen ist es dunkel geworden. Unser Kamerateam kann kaum noch etwas erkennen. Doch Katharina Koch entdeckt im Gestrüpp ein Reh. Kannst du das schießen? Nee, nicht von hier aus. Das muss erst rauskommen. Wir dürfen uns jetzt nicht bewegen. Noch bevor sie abdrücken kann, geht das Reh wieder in Deckung. Heute bringt die 35-Jährige nichts mit in ihre Metzgerei. Man schießt vielleicht bei einem von 5 Mal, wenn man rausgeht, was. Also es ist nicht so wie im Supermarkt. Das ist keine Selbstbedienung, ne? Das ist halt Natur. Am nächsten Morgen, ihr Kühlhaus ist trotzdem nicht leer. Die Metzgermeisterin arbeitet mit mehreren Jägern zusammen. Diese Wildschweine und Rehe sind vor 3 Tagen geschossen worden. Heute können sie verarbeitet werden. Ja, man muss immer schon sehen, dass das Tier gesund ist. Also man sieht das auch schon im lebenden Zustand, wenn es noch auf der Wiese oder im Feld, im Wald ist. Schon an der ganzen Beschaffenheit, wie ist das Fell von außen, wie verhält sich das Tier. Ne? Und dann, wenn es hier ankommt, ne, oder also man muss auch den Aufbruch natürlich kontrollieren, also das heißt die Innereien, ne, die muss man nach Parasiten und so weiter anschauen. Und man würde das auch sofort hier am Fleisch sehen, wenn das Tier krank wäre. Also man sieht das dann an der Farbe, man würde es am Geruch erkennen. Was mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, Trichinen bei Wildschweinen. Deshalb wird immer eine Probe veterinärmedizinisch untersucht. Trichinellen sind kleine Fadenwürmer, die beim Menschen eine Infektionskrankheit hervorrufen können, die meist mit Magen-Darm-Symptomen beginnt. Dieses Fleisch ist unbelastet und kann verarbeitet werden. Heute will Katharina ihren Bruder beliefern. Der ist Koch in einem Kasseler Szenelokal. Nach einer halben Stunde sind Reh und Wildschwein zerlegt. Und schon geht es auf den Weg in die Küche. Von Calden nach Kassel sind es gerade mal 16 Kilometer. Kurze Transportwege, auch das ist ökologisch. Angekommen im Restaurant. Hallo Schwester. Hi, grüß dich. Jonathan Koch ist hier Küchenchef. Der 37-Jährige verarbeitet Wildfleisch äußerst gern. Es hat einen geringen Sehnenanteil. Die Bratzeiten sind dadurch sehr gering. Man braucht es auch nicht sehr stark zu würzen, weil es einen sehr guten Eigengeschmack hat. Und man braucht es auch meistens nicht so lange zu garen. Das bedeutet, dass es nicht sehr trocken wird. In die Küche zu unserem Profikoch haben wir auch Ernährungsexpertin Anja Lata eingeladen. Für sie ist Wildfleisch ein echtes Premium-Produkt. Wildfleisch ist sehr eiweißreich und Reh liefert besonders viel Eisen. Das sieht man auch an der dunklen Farbe, es ist sehr eisenreich. Wildschwein liefert wahnsinnig viel Vitamin B12. Das in 100 Gramm wird sogar der Tagesbedarf
für die Vitamin B12-Zufuhr gedeckt. Aber ein besonderer Bestandteil sind die Fette. Das Fett ist das Omega-3:6-Verhältnis, ist ein besonders günstiges. Wildfleisch ist außerdem relativ fettarm und deshalb leicht bekömmlich. Ein Vergleich. Hirschfleisch enthält roh rund 3 Gramm Fett pro 100 Gramm. Reh 3,5 Gramm. Dann kommen Rind mit 8,5 und Wildschwein mit 9 Gramm. Ein mittelfettes Hausschwein hingegen enthält etwa 18 Gramm Fett. Weil Hirsch- und Rehfleisch so fettarm ist, wird es in der Regel nur kurz gebraten, sonst wird es zu trocken. Man braucht es eigentlich nur 2-3 Minuten von jeder Seite zu braten und dann kann man es im Ofen noch mal so 6 Minuten zu Ende garen und dann muss es nur noch mal so 7 Minuten ruhen und dann kann man es schon auf den Teller bringen. Teile vom Wild, die sehniger sind, wie beispielsweise diese Hirschkeule, schmort Jonathan Koch. Denn dann wird das Fleisch sehr zart. Das Schmoren dauert ca. 8 Stunden. Wie vielfältig Wildfleisch zubereitet werden kann, das zeigt er uns jetzt. Geschmorte Hirschkeule mit roter Beete, Gnocchi und Birnenrosenkohl. Wildschwein-Salsiccia mit Fenchelsalat und Rehrücken mit Schwarzwurzeln auf getrüffelter Hollandaise und frittiertem Grünkohl. Sieht sehr lecker aus.